Ostern steht irgendwie schon so gut wie vor der Türe. Ich hatte hier einen fantastischen Schokobiskuit, den ich unbedingt benutzen wollte. Und deswegen dachte ich mir, wir machen ein Rezept, was es eigentlich schon von mir gibt. Das muss aber auch dringend mal neu gefilmt werden. Und das tun wir jetzt. Mein Handy mache ich jetzt gleich auch noch auf lautlos, damit wir hier nicht abgelenkt werden. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin die Kuchenfee, ich bin Konditorin und Content Creator. Und ich zeige dir heute, wie wir so eine richtig nice Eierlikörtorte machen, wie es der Titel verrät. Los geht's. Als erstes werde ich mir den Boden, den ich mir ja vorbereitet habe, schon einmal einfach nur halbieren, dass ich 2 Böden da draus habe, oben und unten. Und dann ist der soweit auch schon vorbereitet. Das genaue Rezept hierfür, beziehungsweise insgesamt, das findest du in der Infobox verlinkt. Also da einfach mal vorbeischauen. Da ist soweit alles verlinkt, was immer wichtig fürs Video und fürs Rezept ist. Wunderbar. So, dann haben wir das schon soweit erstmal abgefrühstückt und können uns jetzt direkt um die Füllung kümmern. Und dafür muss ich mir gerade etwas Blattgelatine in Wasser einweichen. Und hier ist ein Krümel drin, der muss nicht da drin sein. Während meine Gelatine jetzt am Quellen ist, werde ich mir hier schon die Sahne, die ich mir abgewogen habe, einmal so gut wie steif schlagen und gebe da währenddessen auch schon den Zucker dazu. Meine Sahne ist so halb steif geschlagen, ein paar Minuten sind vergangen. Ich werde mir jetzt hier gerade meine Gelatine aus dem Wasser nehmen, die hat auch ausreichend gequellt. Wichtig ist, wenn ihr mit Gelatine arbeitet, dass ihr, Paradebeispiel, dass ihr darauf achtet, dass die wirklich einzeln ins Wasser gelegt wird und während des Quellen auch einfach mal kontrollieren, ob das wirklich alles so voneinander getrennt quält, weil wenn das nicht passiert, so wie das jetzt hier bei mir der Fall ist, hat das einfach nicht die gleiche Bindekraft, wie es eigentlich haben sollte, und es kann auch passieren, dass ihr das dann so gar nicht richtig gelöst bekommt. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ist das einmal auseinander pflücken. Die Sahne muss warten. Die Kirchenglocken bimmeln. Und ich lasse das jetzt auseinandergepflückt. Nochmal mache ich jetzt sofort, nochmal für ein paar Minuten quellen. Und dann löse ich mir das auf, weil ja, anderenfalls hätten wir da echt, wäre nachteilig. Wenn ihr mit Blattgelatine arbeitet, achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr die Gelatineblätter einzeln ins Wasser legt und dass die wirklich während dem Quellen im Wasser nicht doch zusammenkleben, so wie das jetzt hier bei mir der Fall ist, von 3 Blättern, obwohl ich sie einzeln reingelegt habe. Was passieren kann, wenn die so zusammenkleben, ist, dass die eben nicht gleichmäßig quellen und dementsprechend auch nicht gut das Ganze abbinden, wofür ihr das Ganze quellen lasst. Also auf jeden Fall kontrollieren, wenn die Gelatine im Wasser liegt, ob die nicht doch aneinander pappt, weil das ein Nachteil nachher sein kann. Auseinandernehmen, noch mal ein paar Minuten so sitzen lassen und dann auflösen und ganz normal weitermachen. Ein paar Minuten sind vergangen. Jetzt ist das Ganze wirklich schön gleichmäßig gequellt, ohne dass da was zusammenklebt. Ich löse mir das Ganze jetzt hier einmal in einer vielleicht ein bisschen größeren Schüssel in der Mikrowelle auf. Und dann kommt das Ganze zum Eierlikör. Moment. Besser. In der Mikrowelle achte ich darauf, dass das Ganze nicht kochend heiß wird, sondern gerade so lauwarm. Wer sich nicht wohl damit fühlt, das Ganze in der Mikrowelle zu machen, kann das auch auf dem Herd in einem Topf machen. Einfach nur bei kleiner Hitze, nur gerade so lange erwärmen, bis wirklich alles einmal gelöst ist. Und dann kann die schon benutzt werden. Jetzt ist die Gelatine gelöst, jetzt kann Sahne, Eierlikör und Gelatine zusammenkommen. Dafür schnappe ich mir hier die halbsteife Sahne. Ja, die hält schon ein bisschen die Form, ist aber noch nicht richtig steif, also genau richtig. Ich werde jetzt hier aber, wie gesagt, eins nach dem anderen einmal den Eierlikör mit der Gelatine verrühren. Okay, und jetzt können wir eigentlich per Hand machen. Dann haben wir uns die Torte auch richtig verdient. Schlage ich mir, oder während ich rühre, lasse ich jetzt hier meine Gelatine-Eierlikör-Mischung einlaufen. Und dann ist die Fülle soweit auch schon fertig.
Das Einzige, was dann noch fehlt, sind die Schokoraspel. Wunderbar. Na komm. Wunderbar. So. Erster Boden einfach auf der Platte oder dem Springformboden liegen lassen. Springform, in der ihr das gebacken habt, wieder drum setzen und dann die Hälfte der Creme drauf. Ein bisschen verteilen. Boah, ich freue mich jetzt schon so auf diese Torte. Und das, obwohl ich eigentlich kein Eierlikör oder generell Alkohol gar kein großer Fan von bin, aber so in der Kombi. So, Deckelchen wieder drauf. Bisschen andrücken, schadet nie. Wer mag und so den Extraschuss mag, ich mag es ja wie gesagt nicht, der könnte hier jetzt wunderbar das Ganze schon noch einmal separat mit Eierlikör pur bestreichen. Das ist dann nicht mein Ding, das ist mir dann zu viel des Guten. Ich lasse das Ganze jetzt so. Zweite Hälfte der Creme drauf. Einmal verstreichen und dann 2, 3, 4 Stunden oder ihr wisst, am liebsten über Nacht das Ganze einmal in den Kühlschrank, damit es wirklich komplett abgelieren und fest werden kann. Und ein wichtiger Tipp, wer meint, ich nehme einfach den kürzeren Weg und packe das Ganze ins Eisfach. Das ist keine gute Idee. Wenn ihr Gelatineerzeugnisse direkt ins Eisfach gebt, dann nehmt ihr der Gelatine die Möglichkeit von alleine abzugelieren, weil sofort alles eingefroren wird. Deswegen Gelatineerzeugnisse, oder Gelatine verwendete Erzeugnisse zuerst am besten in den Kühlschrank packen, da abgelieren lassen für ein paar Stunden und das Ganze dann erst ins Eisfach tun. Und so könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass da eben alles so abgebunden wird, wie es auch vorgesehen ist. So, Newty. Den Rest werde ich gleich vergenussferkeln. Das hier kann eigentlich genauso bleiben. Und kommt jetzt so erstmal in den Kühlschrank. Wir sehen uns später, wenn ich das aufgenascht habe. Es ist genügend Zeit vergangen, dass wir jetzt schon weitermachen können und das tun wir, indem wir hier die restlichen Zutaten uns gerade mal schnappen. Ich habe hier jetzt nochmal etwas Gelatine, die ich nochmal in kaltem Wasser einweiche. Auch hier wieder bitte pro Blatt schön einzeln. Einmal, zweimal. Und während die jetzt im kalten Wasser am Quellen ist, erwärmen wir uns schon mal den Eierlikör. Und das bei so wirklich kleiner Stufe. Wenn euer Ofen 10 Hitzestufen hat, dann macht ihr das vielleicht auf 2 bis 3, also wirklich klein. Was ich hier auch noch zugeben werde, ist etwas Glukosesirup. Der ist, optional würde ich nicht sagen, weil der hilft schon dabei, dass die Textur auch so bleibt, wie sie sein soll. Wenn ihr den aber nicht da habt, könnt ihr auch mal gucken, ob ihr zum Beispiel was Grafschafter, hellen Karamellsirup benutzt oder eventuell ein bisschen, wie heißt diese Alternative von Honig? Agavensirup? Irgendwie sowas Sirupiges, weil das eben dabei hilft, dass das alles schön geschmeidig bleibt, fest wird, aber nicht zu fest wird und so einen schönen Glanz behält. So, okay, das einmal auf Temperatur bringen, schön klein, sachte, sachte. Und sobald das ein bisschen warm ist, können wir den Herd eigentlich auch schon wieder ausmachen. Ich gebe jetzt hier noch meine weiße Kuvertüre dazu. Die kann nämlich mit dem Glukosesirup einmal aufgelöst werden. Ja, und dann geht es gleich weiter. In der Zwischenzeit drehe ich mir schon mal ein Papiertütchen.
Ich habe mein Herd jetzt schon ausgemacht, weil mein Topf noch so viel Restwärme hat. Das ist das Schöne an den Hoffmann-Töpfen, die ich euch gerne in meine Infobox verlinke. Die halten noch so lange die Wärme, dass ich jetzt mit der Restwärme vom Topf selber den Schoki- und Glukoseanteil, der noch nicht gelöst ist, eben lösen kann. Und dadurch senkt sich aber auch die, naja, was heißt senkt sich, aber die Temperatur wird eben nicht unnötig hoch, sodass wir eben keine brutal heiße Masse haben, die gleich da drauf soll, also auf die Torte. Wunderbar. Mein Topf hat, wie gesagt, noch schöne Restwärme und die ist jetzt auch absolut ausreichend, um meine Gelatine darin zu lösen. Das machen wir jetzt gerade auch nochmal. Raus mit euch. Seid ihr schon die beiden Papierchen? Ja. Okay. 1, 2. Und somit ist unser Guss eigentlich auch schon fertig. Ich werde den jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen abkühlen lassen. Und was ich auch mache, ist mir für die Schokostreifen, die auf die Torte kommen, die dunkle Komponente von dem Tortenspiegel anmachen. Und dafür habe ich hier so einen Hauch von dunkler Kuvertüre. Die gebe ich mir in eine etwas größere Schüssel. Und da kommen jetzt von unserer hellen Eierlikörmasse so 2 bis 3 Esslöffel drauf. Und dann ist die Masse nämlich auch schon fertig. Ja, wunderbar. Moment. So. Und jetzt wiederhole ich mich ja, aber durch die Wärme von unserer Eierlikörmasse hier wird wiederum auch noch die dunkle Kuvertüre hier gelöst. Und wenn das gelöst und verrührt ist und das ein bisschen abgekühlt ist, dann kommt beides auf die Torte. Meine beiden Tortenspiegel sind so gut wie ausgekühlt und jetzt perfekt, um damit zu arbeiten. Spülmaschine einmal zumachen. Und das tun wir jetzt auch einfach einmal drauf gießen und am besten einmal, zweimal, dreimal kurz, wirklich so kurz wie möglich nur verstreichen. Das geliert nämlich relativ schnell. Und was, ich war ein Schritt zu schnell. Ich hätte mir vorher noch die Schokokomponente in mein Tütchen füllen müssen. Nicht so schlimm. Wir machen das Beste draus. Achtung. Da müssen wir jetzt umso schneller arbeiten. Rein. Oh lolo. Und dann Streifen. Okay. Und dann Flotti Carotti mit einem Schaschlikspieß oder dem Rücken von einem Messer. Streifen ziehen. Und das muss deswegen so schnell passieren, weil wenn die Gelatine in dem Guss, den wir ja benutzt haben, fest wird, bevor wir das machen, dann funktioniert dieses Muster halt nicht. Deswegen am besten macht ihr das nicht so wie ich, sondern füllt euch eure Schokokomponente schon in ein Spritztütchen oder irgendwas und dann fangt ihr es an. Aber ich habe Schwein gehabt, ist nochmal alles gut gegangen. Okay. So, ich lasse meinen Guss jetzt einmal komplett fest werden. Das dauert auch nochmal nicht lange, wirklich nur ein paar Minuten. Die Torte an sich ist ja schon kalt. Dann können wir den Ring abmachen, Torte einstreichen, dekorieren und naschen ist nicht mehr weit. Wir kommen dem Naschen, wie versprochen, näher. Meine Torte ist komplett durchgekühlt und mein Spiegel hier ist auch definitiv schön abgeliert. Das heißt, Springform ab, einstreichen, Deko drauf und Hamm. Aber Moment, eins nach dem anderen. So, warum ich hier unten Zahnstocher drunter habe ich unter anderem bei Instagram, Facebook, Pinterest und TikTok erklärt. Genauso wie in der Kanalmitgliedschaft. Also falls ihr euch fragt, was hat es damit auf sich.
Da gibt es eine Erklärung zu. So, einmal hier mit ein bisschen Gefühl lösen. Moment, ich muss mir gerade einmal mit einem kleinen Trick aushelfen, den ihr wahrscheinlich schon kennt. Und zwar, wenn ihr einen Drehteller habt und eure Torte da drauf hin und her schuckert und ihr keinen richtigen Grip bekommt, schnappt euch einfach einen Zewa, einmal nass machen, drunter legen und schon seid ihr gut dabei. Wirklich viele gibt es jetzt nicht mehr einzustreichen, macht aber nichts. Ich werde das trotzdem noch einmal machen, einfach damit es für mich als Foodblogger und meine Fotos ein bisschen ordentlicher aussieht. Aber wer das so ein bisschen rustikaler mag, was bei mir ja meistens auch der Fall ist, der kann es natürlich auch so lassen. Ich habe mir hier ein bisschen Sahne aufgeschlagen, einfach mit ein bisschen Vanillezucker und Sahnesteif. Und die wird jetzt noch einmal drumherum aufgetragen. Gut, das reicht mir schon. Ich werde jetzt die restliche Sahne, die ich hier in meinem Litermaß habe, gerade noch in einen Spritzbeutel packen. Werde hier Rosetten aufspritzen, ein paar Schokostreusel und eventuell noch die ein oder andere, heute in meinem Fall österliche Deko, und dann ist die Torte aber auch fertig. Das fertige Anschnittsfoto, das gibt es gleich als nächstes noch in meinen Beauty Clips. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr bis hier geschaut habt, dass ihr dem Video dann gerade noch flott einen Daumen nach oben da lasst. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!